ja schon gestorben, genauso wie die Leute, die ihn miterlebt haben. Im Koran erfahren wir fast nichts aus seinem Leben. Sein Leben finden wir besonders in den Hadithen, vom 7. bis 9. Jahrhundert aufgeschrieben. Es wurde niedergeschrieben, was in den ersten Jahrzehnten meist mündlich weitererzählt wurde. Nicht alle Berichte sind jedoch echt und es gibt viele Diskussionen darüber, welche Berichte zuverlässig sind und welche nicht. Muslime können zu vielen Fragen ihres täglichen Lebens im Koran keine Antworten finden. Sie nutzen dann die Hadithe, denn der Koran spricht über viele Themen einfach nicht. Aber müssen Muslime sich an diese Berichte halten? Was, wenn ihnen nicht gefällt, was dort steht? Die meisten sunnitischen Muslime unterscheiden Koran und Sunna anhand des Grades der Heiligkeit. Koran und Sunna gilt es zu befolgen. Es sind beides Autoritäten, doch man muss sich nicht reinigen, um ein Hadithbuch zu berühren, und man bekommt keinen zusätzlichen himmlischen Lohn durch das Lesen der Hadith. Der Inhalt der Hadith ist aber Gottes Wille. Die Grammatik und die Wortwahl sind jedoch nicht perfekt, da sie von Menschen formuliert und überliefert wurde. Heutzutage existieren viele Sammlungen von Überlieferungen, doch besonders zwei Hadith-Sammler aus dem 9. Jahrhundert müsst ihr euch merken: Al-Bukhari und sein Schüler Muslim. Bukhari sammelte 600.000 Überlieferungen und filterte nur etwa 2.800 heraus, ohne Wiederholung, die er als authentisch eingestuft hat. Er hat sehr streng geprüft, wer die Personen waren, die seine Geschichte weitererzählten. Waren sie religiös, wahrheitsliebend, kannten sie sich überhaupt? Seine Zusammenstellung gilt unter den Sunniten als die glaubwürdigste Hadith-Sammlung. Also ein Hadith besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus der Überlieferungskette, bei der eine Person quasi mit Al-Bukhari spricht. A erzählte mir, B habe berichtet, C sagte auf Autorität von D, dass Mohammed sagte oder dass Mohammed sich so und so verhalten hat. Übrigens wird von Islamwissenschaftlern oft kritisiert, wie denn Bukhari im 9. Jahrhundert noch feststellen konnte, wie wahrheitsliebend die ganzen Personen waren, die doch schon fast alle tot waren. Auch Schiiten akzeptieren viele Überlieferungen nicht, besonders wenn in der Überlieferungskette jemand genannt ist, der ein Feind von Ali war. Ali ist einer der wichtigsten Vorbilder der Schiiten. Im sunnitischen Islam bekommt Al-Bukharis Sammlung aber die beste der drei Klassifizierungen: Sahih, arabisch für gesund oder authentisch, im Vergleich zu Hasan, schön oder zuverlässig, oder Daif, schwach. Deshalb heißt es Sahih al-Bukhari oder Sahih Muslim. Selbst wenn man aus Sahih al-Bukhari zitiert, wird manchmal von einigen Muslimen gesagt, das ist nicht authentisch, sondern eine Fälschung. Und dann werden schwächere Hadiths zitiert, die etwas anderes sagen. Es ist hilfreich, die Klassifizierung einer Hadiths zu kennen. Der zweite Teil einer Hadith ist der überlieferte Text. Ein Beispiel: Abu Huraira berichtete, dass der Prophet ihm sagte: Wahrlich, Allah liebt das Niesen und hasst das Gähnen. Wenn einer niest und Allah dafür lobt, so ist es Pflicht eines jeden Muslims, der ihn gehört hat, dass er ihm Barmherzigkeit wünscht. Was das Gähnen aber angeht, so ist dies von Satan. Und er, der Muslim, soll es von sich abweisen, soweit er kann. Denn wenn er Ha sagt, lacht ihn Satan aus. Ja, in so einer Hadith lernt man das persönliche Leben Mohammeds und der ersten Muslime kennen. In vielen Lebenssituationen. Es ist die Intimsphäre des Islams. Und auch wenn dir so ein Bericht fremdartig vorkommt, das sind authentische Reden, Berichte von dem, was Mohammed sagte. Mehr Informationen über den Umgang mit den Hadithen findest du hier. Wir würden auch gerne hören, ob du diesen Schriften vertraust oder nicht.